Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Berner Watches YouTube-Video. Vor mir liegt eine große rote Box und was da drin ist, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen und werde die Box direkt öffnen, damit ihr direkt seht, was da drin ist. Der eine oder andere von euch wird schon gelesen haben, was draufsteht. Cartier Paris Collection Privée. Die Box kennt ihr, den Inhalt kennt ihr noch nicht aus dem Dumont CPCP-Video und von der Dumont CPCP. Und in diese CPCP-Kollektion hat es ja auch noch eine andere, sehr bekannte, sehr beliebte Cartier geschafft. Und zwar, man höre und staune, die Basculante. Basculante kennt ihr wahrscheinlich, vielleicht auch unter einem anderen Namen, nämlich Cabriolet, so wurde die nämlich ganz früher genannt. Und die habe ich jetzt vor mir, die durfte ich erst gestern ankaufen. Und ich muss sagen, ich bin hochgradig verliebt. Also das kann ich schon so sagen. Ich nehme sie jetzt mal in die Hand, dass ihr quasi dass ich direkt mit euch über die Uhr sprechen kann. Vielleicht erstmal kurz zur CPCP und zu der Geschichte der CPCP-Kollektion. Die habe ich ja schon beim Dumont-Video erzählt. Die CPCP-Reihe, namentlich Cartier Paris Collection Privée, war eine Reihe, eine Kollektion von Cartier zwischen 1998 und 2008, in der sie einige extrem relevante historische Modelle neu aufgelegt haben, neue Modelle davon gebaut haben und das eben in wirklich absoluter Top-Ausführung. In dem Fall massiv Gold, gab es auch regelmäßig in Platin und Co. Nicht die Basculante, wobei vielleicht auch, aber die etwaigen CPCP-Modelle. Mit hochwertigen Werken, ich glaube immer mit guillochierten Ziffernblättern, so auch hier. Und die Basculante, beziehungsweise wie sie eben früher hieß, Cabriolet, hat es zusammen mit Sachen wie der Dumont, der Louis und so weiter natürlich in die CPCP-Kollektion geschafft. Was ist der Aufhänger der Basculante? Ihr kennt es vielleicht, ich habe es zumindest schon mal in anderen Videos erwähnt. Wir haben im Geiste der 1930er Jahre ich zeige es euch, ein Flipcase, also ein Gehäuse, das du einfach drehen kannst. Die Uhr wurde ein Jahr, glaube ich, nach der Reverso vorgestellt und patentiert. Reverso war ja 31 und die hier 32, so in etwa. Alles so im Geiste der wilden 20er. Und so kam dann eben 32 die Cabriolet damals noch auf den Markt. Die ersten Modelle waren allesamt in Gelbgold. Da ist übrigens vor kurzem, den Shoutout muss ich geben, von einem guten Bekannten von mir, dem lieben analog.ovo, auf Instagram, das ist sein Name oder der Name seines Accounts, eine der allerersten Cabriolets aufgetaucht. Ich glaube, es ist die 6. jemals gebaute. Unfassbare Uhr, schaut vorbei, guckt euch die an. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich die gesehen habe. Das heißt, 32 wurde die Cabriolet vorgestellt, das war der Vorläufer oder die Early Basculante sozusagen, die dann eben in den 90ern, in den frühen 90ern als Stahlmodell wieder auf den Markt kam. Die gab es dann als Quarz und als Automatik, beziehungsweise nicht Automatik, sondern Handaufzug. Die Handaufzugsreferenz war die 2390. 2390, nicht 910, also keine Galbé Santos, sondern 2390, Basculante in Stahl. Gab es dann in verschiedenen Ausführungen. Es gab die mit Plain Caseback, mit Open Caseback, mit Millennium Caseback, dazu kommen wir gleich. Und dann hat Cartier eben 1998 mit der neuen CPCP-Kollektion auch die Basculante auf den Markt gebracht. Was ist hieran so spannend? Was ist an dem Modell so spannend? Es gab zwei CPCP-Referenzen. Es gab einmal die 2499C, glaube ich. Das ist das Modell mit Open Caseback. Das bedeutet, man hat eine Ausrundung hinten auf dem rechteckigen Gehäusedeckel, wo man dann ins Werk gucken kann. Das ist auch ein recht schönes Werk, muss man sagen. Jetzt nichts atemberaubendes, aber ein recht schönes. Diese Uhr hat das nicht. Das ist die andere Referenz der CPCP-Kollektion, nämlich die 2391. 2391 macht Sinn, das ist sozusagen die Weiterführung der 2390 in Stahl. Wir haben die sozusagen charismatische, guillochierte Variante auf dem Ziffernblatt und wir haben das Paris direkt unter dem Cartier-Schriftzug, was ja dafür steht, dass es eben eine CPCP-Variante ist. Und wir haben, und das macht es für mich tatsächlich auch so spannend, auf der Rückseite von dem Flip-Mechanismus eben keinen Open Caseback, sondern
wir haben auch eine Millennium Edition. Das heißt, wir haben das 99, 2000, 2001 hinten drauf stehen. Und die Uhr wurde als sozusagen Feier zum Millenniums, also Jahrtausendswechsel, 99 auf 2000 vorgestellt. Die ersten Modelle wurden 99 gebaut und wohl bis 2001 dann durchgebaut. Es gibt 365 Modelle. Diese hier ist eine recht spät nummerierte innerhalb der 365, denn die sind durchnummeriert. Total geil. An der Stelle vielleicht nochmal ein kurzes Shoutout an einige andere Sammler. In erster Linie, das ist mir wichtig zu erwähnen, Roni Madwani, der mich sehr inspiriert hat, diese Uhr zu kaufen. Tatsächlich war es so, sowas geht nämlich auch immer sehr, sehr schnell. Die Uhr wurde mir erst vor kurzem angeboten und als ich sie gesehen habe, habe ich keine Stunde später oder vielleicht 2 Stunden später einen Post von Ronny gesehen, auf dem er diese Uhr gepostet hat, dieses Modell gepostet hat und ich war so, okay, wow. Und im Rahmen dieser ganzen Social-Media-Kampagne rund um die Basculante, eben nachdem der liebe Analog OVO seine gefunden bzw. zurückbekommen hat aus dem Service, hat mich dazu gebracht zu sagen, ey, ich finde die so geil, ich habe jetzt einfach Bock auf eine und dann kaufe ich die auch. Wie gesagt, wunderschönes Millennium-Modell, nummeriert, passt alles, wirklich schön. Zu erwähnen ist, kommt natürlich mit der korrekten Faltschließe, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Auch ein ziemlich schönes, gut erhaltenes Cartier-Band ist noch dabei, das ist Alligator. Zur Uhr itself, der Zustand ist meiner Meinung nach extrem gut. Die Uhr war ganz frisch im Service bei Weber, glaube ich, genau bei Weber in Gelsenkirchen. Dort hat die Uhr so einen Service bekommen. Die wurde meiner Einschätzung nach auch poliert. Ich kann das jetzt nicht beschwören. Ich würde sagen, dass die Uhr poliert wurde. Es wurde aber gut gemacht. Also es wurden die richtigen Schliffe angewandt. Wir haben das Außengehäuse, sozusagen der Träger des Flip-Mechanismus, der ist schön poliert, so wie es gehört. Die Rückseite ist dann wiederum gebürstet. Wir haben das Midcase, das wiederum ist gebürstet. Das Midcase ist das, was quasi den inneren Teil des Gehäuses trägt, der Teil hier. Und dann haben wir das Innengehäuse und das ist von oben poliert und sowohl von der Seite aus als auch von hinten gebürstet. Das heißt, das passt. Die neue Bürstung von hinten ist sehr gut erfolgt und ohne dass halt dieses 99, 2000, 2001 so ausbleacht. Ich meine, es wäre ja gerade bei Gold relativ einfach, das so stark zu polieren, einmal drüber ziehen, einmal zu oft drüber ziehen in erster Linie. Und dann ist hier die Gravur nur noch ganz schwach. Das ist jetzt nicht der Fall. Sie ist noch schön betont, stark und man erkennt auf jeden Fall sehr gut, dass sie mal da war. Ansonsten ist die Uhr natürlich durch den neuen Service technisch im einwandfreien Zustand. Das Blatt wurde nicht getauscht, das kann man der Rechnung entnehmen. Insofern wirklich eine wunderschöne Uhr. Ich lege sie jetzt mal auf der rechten Seite an. Die macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Sie hat eine geile Größe, ich glaube 26 mal 35 ist also ein ganzes Stück größer als die klassischen Louis-Modelle. Also auch eine Tank, die gleichzeitig tragbarer ist als für Leute, die größere Uhren mögen, tragbarer ist als eine 23-30. Ich bin aber auch der Meinung, dass 23x30 die Tankgröße ist. Wäre bei der Basculante aber so ein bisschen sinnfrei gewesen, deswegen macht das schon Sinn so. Vielleicht noch zu erwähnen, der Cabochon ist oben in der Krone, beziehungsweise über der Krone, weil er natürlich nicht in die Krone passt, was ich total geil finde. Und ja, macht schon sehr viel Spaß so. Für mich war es dann mit dem Millennium-Modell natürlich toll, weil ich ja als Baujahr 2000er eine Uhr, die dieses Jahr 2000 irgendwie zelebriert, total toll finde. Also ich bin jetzt heute Morgen, als ich die Uhr aus dem Schließfach geholt habe, auch mit der Uhr umgekehrt sozusagen rumgelaufen, also mit der Goldseite zu mir. Auch ganz cool vielleicht noch zu erwähnen, das ist jetzt nicht der Sinn des Ganzen, aber es ist vielleicht einfach eine coole Sache. Man kann die Uhr, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so gedacht war, aber es ist eine ganz geile Sache, man kann die Uhr natürlich auch als so eine Art Tischuhr benutzen, indem man sie so aufstellt. Das mache ich tatsächlich immer ganz gerne, weil wenn ich so zum Beispiel am Handy bin, muss ich mein Handgelenk nicht drehen. Nicht, dass ich zu faul wäre, mein Handgelenk zu drehen, aber es ist einfach ein Feature, was man da nutzen kann. Natürlich kein Sekundenzeiger, das gehört sich aber auch so bei so einer Uhr. Und übrigens auch ein tolles Werk. Ich glaube, das ist irgendwie das Kaliber 60, Cartier Base Caliber, relativ flach, irgendwie 2, noch was Millimeter. Einfach eine geile Uhr und meiner bescheidenen Meinung nach übrigens auch noch recht fair bepreist. Also wenn man sich generell mal die Vintage CPCP-Modelle anguckt, mit einigen Ausnahmen natürlich, dann finde ich, dass die allesamt bezahlbar sind. Also wenn man sich überlegt, du hast jetzt zum Beispiel die neue Normal in der Kollektion Privé, das ist ja jetzt nicht mehr die klassische CPCP-Reihe, aber in der Kollektion Privé kostet. Am Lederband genauso wie am Goldband im Übrigen. Und was die dann erst recht grau kostet, dann sind etwaige CPCP-Modelle, so auch meine Dumont, finde ich recht fair. Diese Uhr wird übrigens auch recht attraktiv bepreist sein. Das wird ein Preis, der
unter den marktüblichen Preisen sein. Einfach nur, weil ich möchte, dass die Uhr das richtige neue Zuhause findet. Und ich glaube, dass man da, wenn man da jetzt keinen allzu hohen Preis für nimmt, auch jemanden sehr glücklich machen kann. Natürlich würde ich mich auch darüber freuen, sie zu verkaufen, wobei ich sie genauso gerne behalten würde. Also ich habe ehrlich gesagt schon überlegt, ob ich sie mir sozusagen selbst aus der Firma kaufe, weil ich sie schon ziemlich toll finde. Ansonsten bleibt mir gar nicht so mega viel zu erzählen. Ich hoffe, ich konnte den Spirit der Uhr so ein bisschen verkörpern. Ich konnte euch zeigen, warum ich die Uhr so toll finde und vielleicht den einen oder anderen von euch so ein bisschen auf den Trichter bringen. Wenn ihr Interesse an der Uhr habt, könnt ihr euch selbstverständlich gerne bei mir melden. Die Uhr wird im Drop am 25. November erscheinen und wird von da an verfügbar sein. Pre-Drop-Käufe sind selbstverständlich auch immer möglich, sofern dieses Video dann schon raus ist. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!